Kennt ihr das Sprichwort, es muss erst schlechter werden, bevor es besser wird? Genau das zeige ich euch heute am Beispiel unseres Hauttons. Also, lasst uns loslegen, let's go! Step 14. Wir werden hier die gleiche Technik anwenden, wie wir für die Poren mit dem Agrax Earthshade verwendet haben. Aber dieses Mal verwenden wir die Farbe Gelb bzw. eine gelbe Wash. Deshalb haben wir die Statue oder das Modell auch gerade eben versiegelt, da wir gleich nach der Anwendung der Technik die größeren Points auch wieder mit einem Wattestäbchen und Wasser entfernen müssen. Was ich erwähnen sollte ist, dass ich diese Wash stärker anmische. Also ich tue einen Ticken mehr Farbe rein, als wenn ich normal eine Wash anrühren würde. Ich glaube, das könnt ihr auch gut in der Aufnahme erkennen, da ich da immer ein bisschen mehr Nachschlag mit der Farbe gebe in die Wash. Wenn mich jetzt jemand nach dem Verhältnis fragen würde, wie ich das gemischt habe, schwierig zu beantworten. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ich mit der Tamiya-Farbe, und die ist extrem ergiebig, also die ist ergiebiger als normale Farben, würde ich sagen, dass ich circa 20-80 gemacht habe. Ungefähr 20% Tamiya-Farbe, 80% Wasser. Danach gehen wir wie gehabt vor. Wir kippen die Wash in die Airbrush-Pistole rein, schnappen uns nochmal einen Blanko-Zettel, testen nochmal, bis wir die gewünschten Points haben und dann wenden wir das an dem Modell an. Aber wir wenden es eine ganze Ecke weniger an als beim ersten Mal. Ungefähr, wenn wir beim ersten Mal jetzt sagen würden, das sind 100%, dann wenden wir das nur 30% an. Punktuell an den Stellen, die ihr haben wollt. Beine, Po, Oberkörper ein bisschen, nicht zu viel. Ich spule die Aufnahme jetzt eine ganze Ecke mal schneller, weil das Gelb, das könnt ihr leider Gottes nicht in der Aufnahme erkennen. Step 15. Habt ihr, so wie ich es im ersten Teil dieses Tutorials gesagt habe, eure Grundfarbe in so ein Behälter abgefüllt? Ja? Dann super. Falls nicht, dann schaut gerne hier nochmal im ersten Teil vorbei, da erkläre ich ganz genau, wie ich die Grundfarbe angemischt habe. Und was wir mit dieser Grundfarbe jetzt machen. Wir gehen über das komplette Modell damit, aber nur eine leichte Schicht. Ziel ist es, diese ganzen Details, die wir eingearbeitet haben, dass wir sie durch die neue Hautschicht erkennen. Das ist natürlich hier auch der Schritt, wenn ihr manche Stellen habt, die ihr gar nicht mögt. Da könnt ihr natürlich ein bisschen mehr Farbe verwenden. Aber ansonsten, seid bitte vorsichtig hier mit der Farbe. Besser zu wenig als zu viel. So sieht das Ganze aus, nachdem wir das Modell besprüht haben. Ihr seht überall noch Poren oder Muttermale, könnt ihr nennen, wie ihr wollt, auf dem ganzen Modell. Ich habe extra nur eine leichte Schicht drüber gemacht. Wir müssen nämlich noch einiges machen an der Statue. Und zum Schluss können wir immer noch entscheiden, ob wir noch zu viel davon haben und das dann beseitigen. Auf alle Fälle, so wie ich schon erwähnt hatte, ich finde, an dem Bein und an dem Po habe ich einfach viel zu viel gemacht. Das kann man jetzt immer noch sehen. Aber ansonsten sind wir echt auf einem guten Weg, einen richtig schönen Hautton hinzubekommen. Step 16. Und wir kommen wieder zu unserem Lieblingsschritt. Wir müssen das ganze Modell noch einmal mit Klarlack versiegeln, damit wir mit dem nächsten Schritt weitermachen können. Step 17. Das Modell ist versiegelt.
Und in diesem Schritt schnappen wir uns wieder unser Tamiya Rot oder ihr könnt auch jedes x-beliebige transparente Rot nehmen. Und wir werden überall auf dem Modell an verschiedenen Stellen rote Flecken machen. Dafür verwende ich immer so einen Pinsel mit harten Borsten. Das ist immer ganz wichtig. Die Zubereitung der Wash ist genau das gleiche wie bei jeder anderen Wash hier in diesem Tutorial. Da müsst ihr auf nichts achten. So, wie gehen wir jetzt vor? Im Grunde genommen gehen wir genauso vor wie beim letzten Mal, als wir eine rote Wash angewendet haben. Und zwar, am besten benutzt ihr eine Unterlage, weil das Ganze wird ein bisschen eine kleine Sauerei, würde ich mal so behaupten. Ihr schnappt euch ein Stück vom Modell und fangt an, das Modell mit der Wash einzustreichen. Manchmal hat man natürlich zu viel Flüssigkeit auf dem Modell, dann benutze ich oft so ein Wattestäbchen, um das kurz zu entfernen. Der Unterschied von dieser Wash zu der letzten ist, dass wir sie viel länger auf dem Modell einwirken lassen. Das heißt, wir streichen das Modell mit der Wash ein. Wir nehmen unser Isopropanol, spritzen es nochmal darüber, lassen es einwirken und meistens benutze ich immer einen Zebra und tupfe das Ganze dann ab. Also die Flecken von der roten Wash sollen später gut zu sehen sein. Das ist das Ziel. Und das machen wir dann über das komplette Modell. Das ist ein langwieriger Prozess. Ich lasse es extra alles aufgenommen, damit ihr seht, dass ich bei vielen Stellen diese Technik auch doppelt und manchmal auch dreifach angewendet habe, bis ich endlich das Resultat auf der Haut hatte, wie ich es haben wollte. Step 18. So sieht das Ganze aus. Überall haben wir jetzt auf dem Modell diese roten Flecken. Pigmente, Flecken könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und wie könnte es jetzt auch anders sein? Wir versiegeln nochmal das komplette Modell, bevor wir weitermachen. Step 19. Das gute Stück ist versiegelt und jetzt werden wir mit der ersten Highlight-Schicht nochmal über das komplette Modell gehen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Und zwar verwenden wir Weiß und Natural Flash im Verhältnis 3:1. Ich hatte, als ich mir das zubereitet habe, mir schon mehr vorbereitet und deshalb muss ich jetzt auch keine neue Farbe anmischen. Falls ihr das nicht gemacht habt, und da gehe ich stark von aus, weil ich das nicht explizit gesagt habe, stellt die Farbe einfach nochmal her. Ihr müsst euch da keine Gedanken machen, die muss nicht genau so sein, wie sie vorher war. Hauptsache, sie ist heller als der Grundton. Was ihr aber noch machen müsst, wenn ihr die Farbe anmischt, ihr haut noch einen Schuss Satin Klarlack rein, damit das Ganze so ein bisschen seidenglänzender ist. Ihr könnt ja hier schon sehen, wie ich die Farbe auftrage. Im Grunde genommen geht ihr über das ganze Modell. Das, was ihr hier macht, ist ganz individuell geschmacksabhängig. Das heißt, wenn ihr meint, ihr habt zu viele Unreinheiten irgendwo, dann macht ihr ein bisschen mehr Farbe. Wenn ihr eurer Meinung nach meint, hey, das sieht so gut aus, dann macht ihr nur eine leichte Schicht über das ganze Modell mit der Highlight-Farbe. Ich habe das ganze Modell jetzt vollflächig besprüht und hier zeige ich euch nochmal in Nahaufnahme, was mein Resultat ist und wie das aussieht.
Also am Gesicht habe ich ein bisschen mehr Farbe eingesetzt als im restlichen Teil des Körpers, da ich finde, dass ein Gesicht bei einer Frau ziemlich clean sein sollte. Dementsprechend habe ich da ein bisschen mehr Farbe eingesetzt, aber das ist eben mein Geschmack. Nichtsdestotrotz erkennt man immer noch überall diese Poren und diese leichten kleinen Muttermale. Auch die ganzen Adern erkennt man an den Wangen, an der Stirn. Also die scheinen überall noch durch. Genauso hier am Oberkörper. Da sieht man auch sehr gut im Brustbereich die ganzen Adern und Venen. Hinten am Rücken habe ich tatsächlich nicht so viel Farbe eingesetzt, dass man noch überall diese Muttermale und Poren sieht, überall noch diese Gefäße sieht. Genauso wie an den Beinen. Da habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Po-Bereich und Oberschenkel habe ich ein bisschen mehr Farbe eingesetzt, aber umso weiter ich nach unten gekommen bin an den Beinen, habe ich weniger eingesetzt, so dass wirklich noch sehr viel Varianz in der Farbe zu sehen ist. Step 20. Jetzt kommen wir zu einem Schritt, den wir schon unzählige Male gemacht haben. Und zwar werden wir die Statue wieder mit Satin-Klarlack versiegeln. Die Versiegelung ist drauf und ich zeige euch das jetzt kommentarlos, da ich es alles schon im vorigen Schritt erklärt habe, was so ein Klarlack alles zum Vorschein bringt. Ich habe an der Statue nichts angefasst, außer den Klarlack aufgetragen. Und ihr werdet allein durch diese Maßnahme sehen, wie die ganzen Details viel besser zum Vorschein kommen als den Schritt davor. Step 21. Also ich finde, das Resultat sieht schon sehr gut aus. Jetzt werden wir aber noch eine Wash drüber machen. In diesem Fall, beziehungsweise in meinem Fall, werde ich eine gelbe Wash drüber machen. In diesem Schritt ist das auch individuell. Viele machen auch eine rote Wash noch da drüber, eine blaue Wash noch da drüber. Eine rote Wash werde ich nicht machen. Die hat schon genug Rotanteil in der Hautfarbe drin. Und eine blaue Wash werde ich auch nicht machen. Da ist echt auch schon genug Blauanteil in der ganzen Haut drin. Dementsprechend möchte ich den Hautton nur ein bisschen wärmer hinbekommen und verwende jetzt hier eine gelbe Wash. Die Wash könnt ihr entweder so wie ich mit einer Airbrush-Pistole auftragen oder ihr könnt natürlich das Ganze auch mit einem Pinsel machen. Und wie immer, manchmal ist einmal kein Mal. Vielleicht müsst ihr die Wash auch mal öfters anwenden. In diesem Fall habe ich es zweimal gemacht, bis ich diesen warmen Hautton hatte, den ich haben wollte. Step 22. Der Hautton sieht schon richtig gut aus und wir müssen unsere Arbeit jetzt unbedingt absichern. Dementsprechend wenden wir wieder ein Satin-Klarlack an und sichern uns ab. Und falls ihr denkt, das war schon alles, da muss ich euch leider enttäuschen. Im nächsten Mal kümmern wir uns um die finalen Details und um die komplette Gesichtsbemalung.
Und wir vollenden die Statue und somit das Tutorial. Also, seid wieder gerne mit dabei und wie immer, bis zum nächsten Mal.